Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal wieder auf dem Main. Das hat Gründe, denn wir fangen dieses Wochenende auf dem Main an, werden dann auch auf W60 noch gehen und auf EU1 auch noch, denn wir haben es, wenn wir mal in die Taverne schauen hier, Epic Event, ja, und zwar Epic Kaufrausch Event, also das ganze Wochenende steht im Sinnbilde des epischen Wochenendes und da werden wir auf den anderen Accounts, denke ich, bestimmt noch uns ein bisschen verbessern können, ein bisschen blättern können auf Oldschool-Basis. Und heute fangen wir mal an mit dem Main. Hier wollte ich euch nochmal zeigen, weil der ein oder andere vielleicht nochmal das Ganze sehen wollte, wie man denn nun wirklich das Beste aus den Items rausholt, beziehungsweise was auch noch sehr interessant ist, was man später auch, und das ist neu, das möchte ich euch auch zeigen, was man später an Verlusten hat, wenn man die Waffen beziehungsweise die Gegenstände verbessert mit Kristallen, die man sich halt erfarmt, und ja, wie man das jetzt am besten machen kann, das zeige ich euch gleich. Und was man an prozentualen Verlusten einfährt, wenn man die auf eine bestimmte Stufe verbessert hat. Das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. Und zwar haben wir hier einmal den SF-Schmiedesimulator. Der kennt vielleicht der eine oder andere von euch schon. Den hatte ich öfter schon mal gezeigt. Und wir haben es ja momentan gerade, deswegen nehme ich das zum Anlass, Tag des heißen Eisen-Events, wo wir hier 15 Zerlegpunkte anstatt 5 Zerlegpunkte haben beim Schmied. Das heißt, wir können sehr viele Plätze gut machen. Ich habe hier noch die epischen Waffen aus dem legendären Dungeon. Man kann natürlich auch sagen, ey cool, ich kaufe mir jetzt für Gold, blätter ich jetzt hier ein paar Mal im Shop, hole mir hier ein Item, bezahle dafür 10 Millionen Gold und 15 Pilze, kann das bezahlen und dann kann ich eventuell mit dem Schmiedesimulator das Aussehen ändern, sodass ich da das Maximale an Kristalle raushole. Das ist aber nicht worth, weil ihr bezahlt dafür 10 Millionen Gold, das ist ein ganzer Skillpunkt, den ihr hier reinstecken könnt, ja, und obendrauf bezahlt ihr auch noch 15 Pilze, ne, für das Epic, plus nochmal 10 Pilze, wenn ihr das Aussehen ändern wollt, ja. Ich verlinke euch mal den Schmiedesimulator unten in der Videobeschreibung, und zwar könnt ihr quasi mit dem hier bestimmen, was das beste Item ist, metalltechnisch gesehen oder kristalltechnisch gesehen. Das Aussehen einer Waffe ist wichtig für die Kristalle und Metalle, die ihr dann halt auch bekommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wir nehmen mal als Beispiel, nehmen wir mal einfach die Waffe, die ist sogar schon durchgespült hier. Nehmen wir einfach mal das Teil hier, ne? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, aha, das hat hier, packe ich das am besten hin, so, das hat hier 3762 Metalle und 4336 Kristalle, ja. Und wenn man sich die anderen Waffen anschaut, da sieht man, oha, die haben ja alle irgendwie viel mehr so als diese, ne? Das kann man ändern, und zwar kann man das Aussehen halt bestimmen von der Waffe und dementsprechend, wie ein Item halt aussieht, bringt es einen halt mehr Kristalle. Und dafür könnt ihr halt hier dann eben schön viele Kristalle farmen, ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr wenn ihr diese optimale, man muss dazu sagen, das ist eine teure Spielweise, man muss bereit sein, das Geld zu investieren dafür, und ich bin auch bereit, das Geld zu investieren. Ich stecke in Legendary Dungeon auch, ich bin zwar gesponsert, aber stecke da auch eigenes Geld rein und auch die Pakete und sowas, ne? Wenn jetzt neue Pakete mit Kristalle, Metalle kommen, die kaufe ich mir auch. Ja, weil das sind geschenkte Ressourcen so. Und dann versuche ich alles wirklich mitzunehmen auch. Und deswegen versuche ich auch hier das Optimum rauszuholen. Ist aber halt, wie gesagt, etwas teurer, ne? Wenn man einen optimalen Char versucht zu spielen, dann muss man halt auch eben ein bisschen mehr dafür investieren. So, wenn wir jetzt uns mal die Waffe hier anschauen, wie gesagt, dann kann man hier mehr rausholen. Und das machen wir jetzt anhand oder mit Hilfe dieses Schmiedetools hier. Und hier können wir quasi eingeben, was das für eine Waffe ist, beziehungsweise zu welcher Klasse die Waffe gehört. Bei mir ist es jetzt in dem Falle halt ein Magier-Item, deswegen nehmen wir den Magier. Dann gucken wir, was für eine Waffe das ist. Ist das eine 3er-Stat oder ist das eine 5er-Stat-Waffe? So, ne? Dann gucken wir mal da drauf.
ja, ich mache das jetzt hier alles über einen Bildschirm, damit das in der Aufnahme ist. Ihr könnt das, falls ihr einen zweiten Bildschirm habt, auf ja, das Teil hier auf den zweiten Bildschirm ziehen. So mache ich das auch immer normalerweise. Und dann halt eben ablesen, was ihr da bekommt. Ne? So, also wir stellen hier ein, das ist ein 5er Epic. Und dann gehen wir mal auf die Waffe. Hier können wir halt durchsuchen, ne? Können wir schauen, aha, was ist das? Die Sachen hier unten, die benutze ich gar nicht mehr, weil die Items ohne Rüstung, die haben immer dasselbe Item, was am Optimum ja, so geht an Kristalle. Das kann man sich merken mit der Zeit. Zum Beispiel hier ist es hier dieses schwarze Loch, was am meisten Kristalle bringt. Beim Ring ist es dieser Drachenring oder wie der heißt hier der blauäugige Ring. So, ne? Und hier oben ist es dieser komische Talisman hier, ja, Rausch der Untiefe. Ne? Also die Sachen kann man sich merken. Alle anderen Sachen, die eine Rüstung haben, da muss man halt das Tool für verwenden, weil das immer anders ist. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Ja, nehmen hier einfach mal die Waffe. Zack, haben die ausgewählt. Jetzt gibt man hier ein den Mindestschaden und halt den maximalen Schaden, also halt die Waffenspanne. Ne, das ist ja die sogenannte Spanne von der Waffe. Ist heute ein Basic-Video und danach gucken wir mal gleich bei den Upgrades. Das ist vielleicht, wer den Teil schon kennt, das ist halt eben der Teil, der noch ein bisschen interessanter ist, vielleicht, falls ihr den noch nicht kennt. Ich kannte es noch nicht. Muss ja irgendwann neu hinzugefügt worden sein. Und ja, jetzt schauen wir erstmal nach. Wir haben hier die Spanne, da achten wir mal drauf, 2, 4, 6, 5. So, 2, 4, 6, 5. Gehen wir mal hier rein. Dann den Maximalschaden 5, 2, 2, 1. So, 5, 2, 2, 1. Und jetzt nehmen wir den höchsten Attributwert. Also, ne, da schaut ihr halt, welcher ist der höchste. Ja, das wäre hier 2040, hier sind es 1704. Geben wir hier ein. So, 1704. So, und jetzt sehen wir schon, was die Waffe hier an Wert hat. So, wir machen das mal ein bisschen größer. Und zwar sehen wir hier der Stab, der hat hier 4330, ja. Und wir sehen hier, das weicht immer minimal, ganz, ganz minimal ab, aber das ja, ändert nichts am Item oder so. Manchmal stimmt es genau auf den Punkt, manchmal weicht es um ein paar Kristalle ab, aber das ist auf jeden Fall das Item. Genau. Und jetzt sehen wir hier, der Wert ist so fast ungefähr gleich. Und jetzt könnt ihr euch halt aussuchen. In was wollen wir das Aussehen hier verändern? Da werden euch dann 3 Sachen vorgeschlagen hier, 3 Waffen. Ja, welches das Optimalste für euch ist, könnt ihr dann selbst aussuchen, ob ihr mehr Kristalle, Metalle wollt. Gucken wir einfach mal rein. Zum Beispiel in den Dreizack hier gibt ja 900 Kristalle mehr und 246 Metalle. In die goldene Krücke. Da verlieren wir sogar Metalle, bekommen aber deutlich mehr Kristalle, 3600. Und hier bei der Spaßbremse, da bekommen wir ja auch fast 3600 und verlieren aber keine Metalle. Das heißt, für mich persönlich ist das beste Item das hier, weil auf die paar Kristalle kann ich dann halt auch verzichten, dafür, dass ich mir halt eben ja, knapp 900 Metalle einspare. Das heißt, wir nehmen hier mal die Spaßbremse des Clowns, ne? Und können hier meinetwegen auch schon draufdrücken. Und hier sehen wir schon, aha, das bringt uns so und so viel. Ne? Wenn wir jetzt die goldene Krücke auswählen, dann sehen wir hier, oh, das bringt sogar schon ein bisschen über 8000. So, ne? Genau, aber wir nehmen das Ganze mal hier und ändern einfach das Aussehen jetzt in die Clownsnase hier. Zack, Spaßbremse, boom, muss dafür 10 Pilze bezahlen. Das ist halt eben das Teure an der ganzen Sache. Jetzt sehen wir hier, da was vorher 4000 noch was, wofür wir 4000 noch was Kristalle bekommen haben, bekommen wir jetzt fast 8000. Und jetzt ist das Item bereit, zerlegt zu werden. Ne? Das Ganze ist hier auch schon durchgespült worden. Also das könnt ihr auch mit Items machen, die ihr sowieso vorhabt zu zerlegen. Die könnt ihr auch durch die Toilette durchspülen, auch wenn eure Aura schon auf 66 ist, weil ihr bekommt, wenn ihr das zerlegt, sowieso nicht das Gold davon. Das heißt, ihr füllt damit noch so ein bisschen euren Füllstand und bekommt dann hier alle paar Tage dann noch ein Epic extra draus, so, ne? Obwohl es euch nichts mehr bringt, obwohl die Aura schon längst auf 66 hochgezogen ist. Ne? Also das vielleicht nochmal so als ganz kleinen Tipp noch so nebenbei. Genau, so jetzt können wir das Ganze hier zerlegen und zack.
haben hier das erste Item erfolgreich zerlegt und haben hier jetzt das Beste rausbekommen für das, was wir halt eben ja, investiert haben. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen anderen Sachen auch noch, oder mache ich jetzt später noch, das will ich euch jetzt nicht noch zeigen, ihr habt ja jetzt ungefähr verstanden, wie das Ganze funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal auf die Upgrades, das fand ich, wie gesagt, noch sehr interessant, das habe ich noch selbst gar nicht so großartig gesehen. Hier kann man jetzt halt sehen, ja, ihr seht ja immer, dass ich nicht ganz meine kompletten Kristalle und Metalle verbessere in die ganzen Sachen. Das hat halt einen Grund, weil halt eben ein gewisser Verschleiß von den Items halt da ist, wenn man irgendwas verbessert. Und ja, dieses Tool hilft euch, das Ganze auch zu bestimmen, wie ihr halt eben, ja, mit welchem Verlust ihr rechnen müsst. Umso höher ihr ein Item verbessert, umso mehr Verluste fahrt ihr auch ein. Und ja, das zeige ich euch jetzt ganz einfach mal. Oder ihr, falls ihr nicht mit Verlusten rechnen wollt, sondern einfach nur sehen wollt, aha, das kostet mich jetzt so und so viele Ressourcen, um das zu verbessern. Wir nehmen jetzt einfach mal meine Waffe. Dazu geben wir mal die Kundi- oder Magierwaffe ein. Wir nehmen jetzt einfach mal hier meinen Todesverflucher. Ja, da gehen wir mal ganz kurz durch. Wir haben hier erfordert das nur einen höchsten Attributsgrundwert und wir gehen mal auf die Waffe. Das ist hier, die Waffe ist schon sehr alt, ne? Ihr seht ja hier, meine Epic-Waffen, die haben schon 122 Durchschnittsschaden mehr als meine Legendary-Waffe. Ich habe die ja schon ewig nicht mehr erneuert. 2064 müssen wir hier eingeben. So, das kennen wir ja schon. 2064. So, jetzt wird die Tabelle ziemlich lang. Und jetzt sehen wir schon, aha, was kostet mich das denn? Beziehungsweise, was bringt mir das denn, wenn ich die Waffe jetzt so und so oft verbessere. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier unsere Waffe sehen, die ist 15 Mal verbessert. Ja, und bringt uns hier, wenn wir das jetzt zerlegen würden, hier so eine 1.025.000 circa an Kristalle und 917.000 Metalle. Und das sieht man dann hier ganz schön. Dann guckt man einfach, aha, wo sind hier die Verbesserungen? Wie oft habe ich das verbessert? Hier ist die 15. Ne? Und hier sieht man dann halt auch eben die 917 an Metalle und die 1.025.000 an Kristalle, was einen das Ganze dann bringt. So, und hier kann man dann halt sehen, ja, wie viel kostet das denn noch, wenn ich jetzt meine Waffe theoretisch auf 20 hochziehen würde und was mir das halt auch an Attributswerten bringt. Ne? 1665 bringt mir das, wenn die Waffe auf 20 ist. Jetzt ist sie momentan bei 1153. Also hier kann man auch nochmal ordentliche Stat-Punkte rausholen. Ist extrem krass, was man hier alles erreichen kann auf jeden Fall. Und finde ich auch sehr interessant. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Verluste geht, dann kann man jetzt hier sehen, anhand der Verbesserung, was man denn sich auch für die Stufe dann an Verluste, ja, mit welchen Verlusten man halt eben rechnen muss. Ne? Hier sieht man auch die prozentuale Anzahl, ja, was man halt dafür einbüßt. Und ja, so kann man sich halt ganz gut herleiten, was ist für einen vielleicht lohnenswert und was denn eventuell nicht. Ja, das Ganze wollte ich euch mal zeigen. Ich denke mal, das ist für den einen oder anderen recht interessant gewesen. Sowohl die Zerlegungen als auch die Upgrades finde ich jetzt nochmal sehr cool, dass das Ganze hier hinzugefügt worden ist. Shoutouts gehen raus an Don Muerte, ja, Werwolf, Legion und Camelot, die das Ganze hier ja, betreiben. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, sehr nützlich. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls euch das Video irgendwie weitergeholfen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.